Frisch und sommerlich wird's das wird ein Fest. Für unser Aprikosenkompott benötigen wir natürlich Aprikosen. Das sind 500 Gramm, also diese nicht, aber insgesamt brauchen wir. Wir benutzen ein bisschen Bonbon Vanille, wir nehmen Zitrone, dann nehmen wir 50 Gramm Erythrit auf 500 Gramm Frucht, dann nehmen wir noch 50 Milliliter Moninsirup, Karamell, dann haben wir hier das Apfelpektin, und zwar ist es niederverästert. Dazu brauchen wir noch Calciumcitrat, damit es geliert. Ich habe hier jetzt 10 Gramm Apfelpektin und 2 Gramm Calciumcitrat. Lasst uns loslegen. Wir nehmen also unsere schönen Aprikosen und halbieren die, drehen sie, dann haben wir den Stein draußen. So machen wir das mit allen. Das geht rucksdieflugs. Wenn wir das soweit haben, dann vierteln wir sie. Also aus einer Aprikose kommen 4 Teile. Wir tun die ja noch mit dem Zauberstab nachher durchmengen. Ich habe ja was vorbereitet. Das ist jetzt die 4-fache Menge. Erschreckt nicht. Ich mache gleich ein bisschen mehr ein, wenn ich schon dabei bin. Ihr nehmt 500 oder Gramm oder 1 Kilo. Ich verlinke genau die Mengen, die ihr braucht. Dann all it goes in one pot. Wir geben also zu euren 500 Gramm 50 Gramm Erythrit hinzu. Dann 50 Milliliter vom Moninsirup, 20 Milliliter Amaretto dazu. Und dann, wie besprochen, 10 Gramm vom Apfelpektin und diese 2 Gramm Calciumcitrat. Dann etwas Zitrone, je nach Belieben. Ich mache hier einen guten Schuss rein. Ich habe ja auch 2 Kilo. Und dann geben wir noch leckere Vanille dazu. Das Ganze lassen wir jetzt aufkochen, bis es anfängt zu blubbern und sich eine homogene Masse bildet. In die Torte geben wir dann noch ein paar Pfirsichstücke, die wir vorher zu einem kleinen Kompott kochen. Dazu brauchen wir Pfirsiche, etwas Rumaroma, dann unser Erythrit Stevia Gemisch. Wir nehmen etwas Vanille, etwas Tortenguss und diesmal einen Moninsirup Maracuja Light. Dazu schälen wir auch die Pfirsiche. Ich fahre hier einmal im Rund entlang und drehe das Ganze. Und dann kann ich die Pfirsiche in schöne Spalten schneiden. Ich habe jetzt 500 Gramm von den Pfirsichen schon vorbereitet. Die geben wir jetzt in einen Topf. Ein All-in-One-Pot-Gericht. Und dazu gibt es einen kleinen Schuss vom Maracuja-Sirup, Zero. Dann nehmen wir etwas vom Rum. Wir nehmen ungefähr so 50 Gramm Erythrit Stevia. Dann geben wir etwas Vanille dazu. Hier habe ich mal Sallys Vanilleextrakt. So. Und von dem Tortenguss nehmen wir mal einen halben Beutel. Ich nehme jetzt kein Apfelpektin, sondern mal Tortenguss. Das soll eher ein bisschen so gelieren, weil wir ja in die Torte das rein wollen. Das andere gibt ja dann die Marmeladenschicht. Das Ganze lassen wir jetzt aufkochen und schauen, was daraus wird. Hier köchelt schon unsere Aprikosenmarmelade. Das dauert etwas, gebt dem Ganzen Zeit und rührt immer dabei ein bisschen um. Das Pfirsichkompott, das lassen wir jetzt auch aufkochen. Macht so auf mittlerer Stufe und rührt am Anfang erstmal gut um.
Das muss auch gar nicht so lang kochen, nur bis wir ein bisschen eine Bindung haben und die Früchte etwas weicher geworden sind. Ihr seht, wie mir bei der Aprikosenmarmelade schon langsam eine kleine Bindung reinkriegt. Lasst das nur köcheln und dann gehen wir mit dem Zauberstab durch. Wenn die Aprikosen jetzt schon einigermaßen eingemacht sind, dann nehme ich meinen Zauberstab. Ihr könnt auch jeden anderen Häcksler nehmen, der ist jetzt von Eske. Den habe ich schon, seit ein kleines Kind habe ich Eske Zauberstab. Da ist es gerade auf den Markt gekommen. Also seit, über Alter wollen wir nicht sprechen. Auf jeden Fall schon sehr lange. So, ich gehe mit dem Zauberstab hier durch. Und los geht die Fahrt. Hier werden sie wieder zermatscht, hier werden sie wieder zerkleinert. So, das war's auch schon. Wenn es so aussieht, dann lassen wir es kochen, bis es schäumt und tun es dann ganz heiß abfüllen, damit wir ein Vakuum erzielen können. Pfirsiche sehen auch schon schön aus. Die dürfen ruhig ein bisschen köcheln, damit sie schön weich werden. Nach 2-3 Minuten sehen unsere Pfirsiche schon wunderbar aus. Ihr seht hier diese kleine Bindung und jetzt füllen wir sie ab in Gläschen. Ich nehme hier so einen Marmeladentrichter, da geht es einfach ruckzuck und ist eine saubere Geschichte. Ihr füllt es am besten so gut wie möglich voll. Dann machen wir den Deckel zu und drehen es einmal um. Dann entsteht nämlich das schöne Vakuum. Unsere Aprikosenmarmelade blubbert wunderschön. Das ist das Zeichen für uns, dass wir sie umfüllen können. Wir nehmen uns dazu Marmeladegläschen, packen unseren Trichter drauf und füllen es dicht unter den Rand ab. Und dann drehen wir es gleich um unser Vakuum sicher zu bekommen, bis die ganze Marmelade in den Gläschen verschwunden ist. Wenn ihr sie dann umdreht, irgendwann macht es dann Pum und ihr habt ein Vakuum. Das hört ihr dann. Dann halten sie sich wunderbar, am besten im Kühlschrank, aber auch ohne Kühlschrank halten sie 1, 2, 3 Monate, vielleicht sogar länger.